Ja, Studium und Berufsausbildung. Ja, Studium means कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या फिर 12th के बाद में कोई ना कोई धंधा समझ लेना चाहिए, क्योंकि काम भी करोगे तो उसकी भी तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो 12वीं के बाद में ट्रेनिंग दिला दें बच्चों को या फिर यूनिवर्सिटी भेजें। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और उसके बाद में बस डिग्रियाँ लेते हैं और स्किल नहीं सीख पाते। और आउसबिल्डिंग में स्किल सीखता है आदमी, और स्किल सीखता है तो तुरंत स्किल सीखने से उसको जॉब भी मिल जाता है। इधर वो कॉलेज में 3 साल देते हैं और फिर पीजी करते हैं और इस बीच में जो इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो निकल लेता है और फिर उनका इंटरेस्ट भी नहीं रह जाता बाकी दूसरे कामों में। उनको तो कलेक्टर दिखता है सीधा ना जनरली। So, guten Tag Freunde, heute ist mein Thema Studium und Berufsausbildung. Ein schönes Thema. Studium bedeutet, nach der Schule geht man in die Uni und lernt weiter ein Fach. Und Berufsausbildung bedeutet, nach der Schule lernt man einen Beruf, das heißt ein Training und dann die Arbeit. Wenn man nach der Schule Ausbildung macht, werden vielleicht nicht die Studenten arbeitslos nach dem Studium. Alle bekommen bestimmt einen Job, garantiert, weil sie dann fähig sind, weil sie dann etwas Richtiges in der Hand haben, Konkretes gelernt haben und keine Angst vor der Zukunft. Und wenn man in die Uni geht, da lernt man auch vielleicht also etwas Richtiges und dann kann man auch noch Erfahrung machen. Inzwischen kann man vielleicht auch ein bisschen reisen und mit Menschen, ja richtig Menschen, also aus unterschiedlichen Hintergründen in Kontakt kommt und dann also genug Zeit hat, was man vielleicht in die Zukunft machen würde. Und lernt man auch natürlich. Also, das hängt davon ab eigentlich. Es kommt darauf an, was man will, aber meine persönliche Erfahrung, ich habe nach der Schule Studium gemacht. Ich war am College, da habe ich dann weitere Fächer studiert, also, und dann habe ich auch Magister gemacht. 2 Magister eigentlich. Und damals habe ich gar nicht gearbeitet. Ich hatte Fokus nur aufs Studium. Das war meine Erfahrung. Aber ich bereue nicht. Ich habe inzwischen auch viele Menschen kennengelernt und das war ja auch wunderbar. In meinem Heimatland habe ich gesehen, dass auch meisten Schüler gehen dann in die Uni. Sie lernen weiter, aber ich habe das Gefühl, dass nach der Uni, nach dem Studium auch, bekommen sie nicht oft einfach einen Job. Das ist problematisch und so viele sind jetzt dann arbeitslos. Sie haben nichts Richtiges gelernt, keine Ausbildung haben sie gemacht und dann bekommen auch keinen Job. Es gibt einige, ja schon, die rechtzeitig Ausbildung machen und dann kriegen ja auch demgemäß einen Job. Zum Beispiel, wenn jemand von dem Vater lernt oder so viele Optionen haben wir auch nicht nach der Schule. Die meisten wollen nur in die College, also in die Uni gehen und dann weiter studieren. Die Eltern denken auch so eigentlich. Ehrlich gesagt, bei mir und in Nachbarschaft, bei Freundschaft, Bekanntschaft habe ich gesehen, zuerst Studium, dann die Arbeit. Sie haben ja im Kopf was Gutes, aber dann die Studenten sollten auch daran Gedanken machen, Studium bedeutet nur Studium, keine Zeitverschwendung. Das geht nicht.
Aber jetzt habe ich ich habe viele Studenten getroffen, die traurig sind, wenn sie keinen Job bekommen. Nach dem Studium bekommt man hier nicht einfach einen Job, aber nach der Berufsausbildung schon. Ich bin eigentlich dafür, ehrlich gesagt, ich denke, Studium sollte man nur machen, wenn man richtig begeistert für etwas ist, wenn man klare Planung hat, nur dann sollte man Studium machen, in die Uni gehen. Ohne Plan sollte man nicht. Es ist immer besser, dass wenn man keinen Plan hat, dann sollte man Ausbildung machen, so ist mindestens den Job garantiert. Da kriegt man was in der Hand, dann werden nicht die Menschen traurig und dann ist man finanziell sicher. Vielen lieben Dank, Freunde. Ich weiß nicht, was Sie machen werden, aber meine Empfehlung, man sollte richtig Gedanken machen und demgemäß was entscheiden, eine Entscheidung treffen, eine richtige Entscheidung treffen, weil das unser Leben ist und wir sind dafür zuständig und verantwortlich. Vielen lieben Dank. Wenn Sie Fragen hätten, dann versuche ich auch zu beantworten. So, man kann eigentlich die beide irgendwie assoziieren und dann auch was dazu sagen.